Hallo zusammen, es ist soweit, die erste Folge von Simulator Tipps News steht und ihr seid dabei, das freut mich ganz besonders. Ja, wir haben es geschafft. Es hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber Hauptsache ist, die Sendung steht, ihr seid dabei, die News sind dabei, ja, und dann kann ja auch eigentlich nichts mehr schief gehen. Ein paar Details haben nicht ganz so geklappt, Qualität und so weiter, aber das müsst ihr uns nachsehen, wir sind ja noch ein junges Team. Wir sind noch im Aufbau, alles wird sich noch nach und nach verbessern. Ja, und vielleicht sieht es beim nächsten Mal schon ein bisschen anders aus. Ja, was haben wir heute für euch? Da gibt es gleich eine kurze Übersicht über unsere heutigen Themen. Ja, und viel Spaß damit. Und natürlich könnt ihr, wenn ihr auf eins der Themen klickt, direkt im Video zu diesem Thema springen. Wenn euch die anderen Themen nicht interessieren, könnt ihr die also überspringen oder später nochmal reinschauen und dann kommt ihr direkt an die Stelle. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das von Anfang bis Ende alles anschaut, denn alle Themen, die wir heute für euch haben, sind sehr interessant. Also hier die Themenübersicht. Simulator-Tipps, das Team stellt sich vor. Euro Truck Simulator 2 seit gestern erhältlich. Der Landwirtschaftsgigant seit 10 Tagen schon im Verkauf. Und Landwirtschaftssimulator 2013 seit gestern eine Demo. Ja, wir von Simulator-Tipps haben uns gedacht, die erste News überhaupt in unserer News-Sendung sollte schon etwas ganz Besonderes sein. Und wir haben, wie ihr gesehen habt, heute wirklich sehr interessante Themen dabei und konnten uns nicht entscheiden, welches dieser Spiele hat es verdient, das Thema Nummer 1 überhaupt zu sein. Also haben wir uns gesagt, machen wir uns selbst zum Thema Nummer 1. Wir Simulator-Tipps stellen uns kurz vor, wie ist das Ganze entstanden, was gibt es noch außer dieser News-Sendung und ja, das alles seht ihr jetzt in diesem Bericht. Viel Spaß! Das ist der Andreas oder auch Ösi. Und der Ösi hatte im Sommer eine kleine Idee, nämlich Simulator-Tipps. Doch aus dieser kleinen Idee ist sehr schnell etwas sehr Großes geworden und der Ösi schaffte das einfach nicht alleine. Also hat er sich Verstärkung geholt, nämlich den Chossi und den Fool, und zusammen konnten sie Ösis Idee realisieren. Als erstes hat der Ösi eine Homepage gebaut und danach ein Forum und einen TS und eine Facebook-Seite, einen YouTube-Kanal und einen Twitter-Account. Und so konnten die drei immer Berichte für euch schreiben und Videos für euch drehen und auf den Plattformen veröffentlichen. Das hat so vielen Firmen so gut gefallen, dass sie unbedingt Partner werden wollten. Und diese Partner haben wir dann auf der Gamescom getroffen, wir haben Bilder gemacht und Videos gedreht. Und das hat noch mehr Firmen so gut gefallen, dass auch sie Partner werden wollten. Und so haben wir jetzt immer Informationen von diesen Partnern aus erster Hand und geben sie direkt an euch weiter. Ja, das sind also wir drei von Simulator-Tipps. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind natürlich rein zufällig. Ja, ihr habt gesehen, wir sind nur zu dritt im Team. An dieser Stelle natürlich der Aufruf, wir suchen weiterhin Leute. Wir suchen Leute, die Berichte für uns schreiben, die ja, Let's Play-Videos für uns machen, die einfach gerne mit der Simulatorenwelt sich auseinandersetzen und nicht nur auf ein Spiel spezialisiert sind. Ja, und wenn ihr Interesse daran habt, dann besucht uns in unserem Forum auf unserer Homepage und ja, da ist alles weitere erklärt. Und ja, dann meldet euch einfach und dann melden wir uns sicher auch bei euch. So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Thema. Seit gestern erhältlich der Euro Truck Simulator 2. Und ja, es gibt nicht viele Spiele, die so sehr begehrt und herangesehnt wurden wie den Euro Truck Simulator 2. Und ja, es sind ja doch 24 Stunden sind es jetzt schon, seitdem das Spiel draußen ist. Ich selbst konnte es leider noch nicht anspielen, aber Chossi und Ösi haben sich natürlich nicht nehmen lassen und was ich von denen gehört habe, ihr seht es auch hier neben mir, der Chossi spielt das Ganze schon mal ein bisschen für uns an
ja, die zwei sind begeistert und das kann man wirklich nachvollziehen, wenn man sich die Videos anguckt. Einfach draufklicken, dann öffnet sich ein neues Fenster mit dem Video vom Chassis erster Tour. Und ja, also ich bin sicher, auch ihr werdet hin und weg sein. Euro Truck Simulator ist in diversen Download-Portalen auf Nummer 1. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, welches das ist. Wir blenden das hier irgendwo ein. Gucke ich gleich nochmal nach. Ja, und gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Spiel ist optisch hervorragend. Es ist sehr detailreich. Es ist sehr groß in der Spielwelt. Und ja, es ist eigentlich alles, was man sich von einem Simulator vorstellt. Und es ist auch wirklich eines der wenigen Spiele, die den Namen Simulation wirklich noch verdienen. Denn es gibt so viel zu tun, um einen Wagenbau in Gang zu setzen. Ja, da muss man sich schon ein bisschen auseinandersetzen, aber es lohnt sich. Es ist ein wirklich tolles Spiel. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem dritten Thema, nämlich den Landwirtschaftsgiganten. Der Landwirtschaftsgigant ist seit 10 Tagen bereits im Handel, also schon deutlich länger als der Euro Truck Simulator. Aber auch der Landwirtschaftsgigant hat sich an die Spitze einer Download-Charts setzen können, und zwar von dem ersten Tag an bis heute Nummer 1 bei Gamesload. Das ist ja auch keine kleine Adresse. Und das zeugt schon davon, dass das Spiel ein gewisses Potenzial hat und bei den Leuten gut ankommt. Und ja, einen kleinen Überblick zum Landwirtschaftsgiganten gebe ich euch hier noch einmal. Bitteschön. Mit dem Landwirtschaftsgigant setzt UIG die erfolgreiche Gigantenserie fort und das Ganze in einer optisch schönen Spielwelt. Dem Spieler sind dabei fast keine Grenzen gesetzt und die Höfe können durchaus gigantische Ausmaße annehmen. Verschiedene Szenarien sorgen für Abwechslung und langanhaltenden Spielspaß. Dazu gibt es ein tiefgehendes Wirtschaftssystem inklusive einem Skilltree, um sich auf einen Bereich zu spezialisieren. Und das nicht nur im Ackerbau, sondern auch bei der Viehzucht. Ja, da hat UIG offenbar den richtigen Geschmack getroffen, die richtige Mischung. Das Spiel kommt wirklich wunderbar an. Und ja, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum ich hier ständig mit diesem komischen Ding rumrenne. Nicht, weil ich meinen Text nicht kann. Ich habe sowieso keinen Text. Aber ich denke, es sieht einfach professioneller aus. Ja? Wie Günther ja auch immer, früher mit seinen Stern-TV-Karten. Wir haben halt den Simulator-Tipps drauf. Nein, vor allen Dingen haben wir es uns nicht nehmen lassen, in Bezug auf den Landwirtschaftsgiganten mal eine offizielle Meinung von UIG einzuholen, wie die denn mit dem Verkaufsstart von dem Spiel zufrieden sind. Und da sagt uns der Heini Schür, Leiter der QA von UIG, und verzeiht mir, wenn ich ablese, er sagt: Wir freuen uns, dass das Spiel offenbar der großen Mehrzahl der Spieler sehr gut gefällt. Es war unser Ziel, den Geist der Giganten wiederzubeleben, und zwar ein komplexes, aber doch zugängliches Spiel zu entwickeln. Dass es auf Platz 1 auf Gamesload eingestiegen ist und sich dort trotz starker Neuveröffentlichungen hält, ist für uns auch etwas überraschend, zeigt aber auch, dass ein Bedarf an Managementspielen dieser Art herrscht. Kleine Anmerkung an dieser Stelle: Auf Gamesload wurden Spiele wie Guild Wars 2 oder FIFA 13 in den Schatten gestellt, und ja, wie gesagt, Landwirtschaftsgigant ist auf der Nummer 1. Uns ist bewusst, dass es sich bei diesem Spiel um kein Grafikmonster und um keine kinoreife Präsentation handelt. Aber das wäre wohl auch für diese Art von Spiel völlig unpassend, und es würde die Darstellung der Gigantenreihe nicht treffen. In den langen Testphasen hat sich herausgestellt, dass nach einiger Zeit dieser übersichtliche Stil und auch das Bedienkonzept sehr gut mit der Spieltiefe harmoniert. Bin ich absolut der gleichen Meinung. Wir würden uns freuen, wenn man bei der Beurteilung dieses Spiels nicht nur die Darstellung, sondern die Spielmechanik und die Spieltiefe im Vordergrund sieht. So sollte es bei einer Wirtschaftssimulation auch sein. Könnten tatsächlich meine Worte sein. Wie ihr alle wisst, Simulatorenspiele glänzen eigentlich nie durch großartige Grafik, jetzt mal abgesehen von Euro Truck Simulator 2.
und auch von den Landwirtschaftssimulationen abgesehen. Wir haben auf der anderen Seite schon explizit und sehr viel positives Feedback bezüglich der Grafik erhalten. Aber es ist ja immer so, Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Wir freuen uns im Speziellen darüber, dass die vielen Spieler schon rege in unserer Community miteinander diskutieren und Strategien austauschen. Wir werden versuchen, auf die Anregungen so gut es geht einzugehen und das Spiel noch weiter auszubauen und verbessern. Soweit also Heini Schür, Leiter der QA von UIG. Ja, natürlich, die Community ist nicht nur in den Spielen ein wichtiger Punkt, auch für uns. Ihr könnt immer diskutieren im Forum, bei den Videos. Wir sehen uns das alles an, diskutieren mit euch mit und für alle Videos und Beiträge gilt, Links zu den offiziellen Seiten findet ihr auch in der Beschreibung. Einen Moment, die ist unten unter mir. Genau, in der Beschreibung alle Links auch zu der offiziellen Homepage bzw. dem Forum von UIG. Da trefft ihr auch den Heini Schür. So, dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Das ist allerdings auch kein unwichtiges. Der Landwirtschaftssimulator 2013 steht unmittelbar bevor. Am 25. in 5 Tagen, also am Donnerstag, ist er erhältlich und seit gestern gibt es eine spielbare Demo. Da schauen wir auch mal hier dem Ösi zu, wie er ein bisschen die Landschaft erkundet. Auch ich selbst hatte leider noch keine Zeit, das Spiel anzuspielen. Ja, die ersten Eindrücke sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, er spielt sich sehr, sehr ähnlich dem Skiregion-Simulator. Das ist natürlich ein Vorteil, weil der Skiregion-Simulator hat einige wirklich nette Features drin, aber bietet irgendwie halt so ein kleines Flashback-Gefühl, wenn man das Spiel dann spielt. Es ist nur die Demo. Warten wir ab, wie das Spiel letztendlich selbst sein wird. Also wie gesagt, am kommenden Donnerstag ist es erhältlich und da hoffen wir mal, dass es nicht so wie gestern zu einer kleinen, naja, Panne will ich nicht sagen, aber direkt wenige Minuten nachdem die Veröffentlichung der Demo auf Facebook bekannt gegeben wurde, sind die Server mehr oder weniger zusammengebrochen. Wir haben es trotzdem geschafft, noch spielbare Versionen uns zu ergattern. Link zu der Demo findet ihr, wie ich es eben auch schon gesagt habe, in der Beschreibung. Und dann würden wir natürlich auch gerne wissen, wie euch die Demo so gefällt, wie eure ersten Eindrücke sind. Positiv, negativ, vollkommen egal, sagt es uns im Forum am besten, denn dort sind wir am meisten anzutreffen. Ja, dann war es das heute eigentlich schon mit der ersten Folge von Simulator Tipps News. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, wenn ihr Lust auf das ein oder andere Spiel bekommen habt, hier sehen wir nochmal einige Links, da kommt ihr auf die Playlists, wie zum Beispiel vom Landwirtschaftsgiganten, wo schon viel von uns angespielt und getestet wurde. Einfach auf die Playlist klicken, öffnet sich im neuen Fenster, könnt ihr euch dann, sobald ich fertig bin, gerne anschauen. Ja, gut, dann bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Dann haben wir natürlich als großes Thema den Landwirtschaftssimulator 2013. Das ist schon abzusehen. Was ich sonst noch hinzufügen möchte als kurze Info, wir begrüßen den neuen Partner Halicon seit einer Woche mit dem Bridge Builder. Auch hier ein Link zu den Let's Plays vom Ösi. Ja, und natürlich sind auch weitere Partner bei uns immer gerne gesehen. Der einfach den Ösi im Forum anschreiben, der kümmert sich drum. Das wird er nicht gern hören, weil wir immer alle Arbeit auf ihn ablasten. Aber naja, er ist nun mal der Ansprechpartner für solche Angelegenheiten. Okay, dann sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Euer Kevin.